Hä? Ihr beiden Andys? Also, das müsst ihr mir jetzt nochmal erklären. Was haben denn bitte schön Leon und Ethan gemeinsam? Ja, das ist doch ganz klar. Ein Abenteuer in Europa. Und Gegner, die vom gängigen Design abweichen. Also lass mal drüber reden. Bevor wir beginnen, vergesst nicht am Ende des Videos ein Like dazulassen und den Abo-Button zu drücken. Ihr findet mich auf Instagram unter TheJediBird85 und natürlich auch unseren offiziellen Games.de Kanal. Okay, Andy. Resident Evil 8. Was ist denn da jetzt eigentlich los? Ich dachte, jetzt geht es erstmal ums Resident Evil 3 Remake. Aber 8? Das ist doch sicher noch eine ganz schön lange Ecke entfernt. Und die Gerüchte, die klingen jetzt aber ganz schön merkwürdig. Was kannst du uns denn dazu jetzt alles sagen? Also in den letzten Wochen ist die Resident Evil 8 Gerüchteküche regelrecht heiß gelaufen. Und wir haben wirklich lange überlegt, ob wir das alles kommentieren sollen, denn es ist eine Menge an Falschinformationen, aber auch viel Wahrheit im Netz unterwegs. Und wie du schon sagst, eigentlich sollte sich erstmal ja alles um Nemesis drehen und da bleiben wir natürlich auch dran. Aber ich denke, ihr wollt auch wissen, woran ihr mit Resident Evil 8 seid. Eine Sache vorweg: Das Spiel ist noch mitten in der Entwicklung und es kann sich noch viel ändern. Verständlicherweise können wir unsere Quellen nicht offenlegen, darum seht es erstmal als Gerüchte an, denn Capcom hat davon nichts offiziell bestätigt. Die Zeit wird dann ja, wie bei vielen anderen Videos von uns auch zeigen, was gestimmt hat und was nicht. Und jetzt würde ich sagen, lass mal drüber reden. Ja, es gab ja 2 vermeintliche Leaks. Einer von einem sehr bekannten Leaker, der in der Vergangenheit bereits schon ganz schön oft recht hatte, Dusk Golem. Und eine anonyme E-Mail, die an die Resident Evil Seite Biohazard Declassified geschickt wurde. Wer von beiden hat denn jetzt nun eigentlich recht und was sind denn da so die wichtigsten Punkte gewesen? Ja, Dusk Golem lag diesmal leider falsch. Aber die Punkte von Biohazard Declassified sind absolut richtig. Resident Evil 8 wird erneut First Person sein. VR-Support ist mir jetzt leider nicht bekannt, aber ich gehe mal schwer davon aus, denn es würde ja durchaus Sinn machen, das zu tun. Auch ob das Spiel eine Zahl im Namen trägt, kann ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Aber solche Spekulationen sind meiner Meinung nach totaler Blödsinn, denn bis zum Release sind es noch mindestens 1,5 bis 2 Jahre. Da kann sich an Dingen wie Titel, Logo-Design und so weiter noch wirklich eine Menge ändern. Ja, du hast es im Intro ja auch schon so ein bisschen angeteasert. Europa soll wie jetzt in Resident Evil 4 mal wieder der Schauplatz sein. Und diesmal jedoch ein bisschen weiter östlich. Was gibt's denn dazu alles zu erzählen? Es soll Europa sein oder zumindest ein an Osteuropa angelehntes Land. Das Spiel spielt in einem Dorf, beziehungsweise eine Stelle wird mal in einem Dorf stattfinden und es gibt verschneite Landschaften und ein Schloss, welches aber nicht so groß ist wie das, was wir aus Resident Evil 4 kennen. Generell soll das Setting sehr mittelalterlich gehalten sein, was sich aber auch im Gegnerdesign widerspiegelt. Okay, was können wir uns darunter jetzt vorstellen? Also, man hat es ja jetzt schon öfter gelesen. Also, Werwölfe oder auf was spielst du denn da jetzt an? Ja, es sind keine richtigen Werwölfe, also eher so wolfsartige Kreaturen. Ich habe sie ja selbst noch nicht gesehen, darum kann ich das auch nicht zu 100% bestätigen, aber sie sollen nur wolfsartig aussehen und nicht waschechte Werwölfe sein. Das haben auch einige Testspieler ausgesagt. Dann gibt es da noch einen, geisterhaften weiblichen Gegner, der Ethan verfolgt. Das ist aber kein Geist, sondern eine Hexe, wobei es können auch mehrere Hexen sein. Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Es ist also nicht wirklich das Hookman-Geisterkonzept, das man aus Resident Evil 3.5 wieder ausgegraben hat, sondern etwas komplett Eigenständiges. Außerdem sind Zombies wieder mit am Start. Diesmal jedoch in Ritterrüstung und mit Schwertern. Das klingt auf den ersten Blick erstmal echt eigenartig und ja, irgendwie ist das auch, oder? Also Ja, das wirkt schon ein wenig abseits von den Pfaden, die Resident Evil Fans jetzt schon so ein bisschen lieben gelernt haben. Besonders, wenn man sich den Erfolg von Resident Evil 2 und 7 anschaut, klingt ein wenig so für mich, als möchte Capcom einen europäischen Mittelalter-Horrorstil in die Serie einbringen. Keine Ahnung, Dark Souls fällt mir da jetzt auch ein bisschen ein. Ja, genau, also danach klingt es für mich auch. Versteht mich nicht falsch.
ich bin immer offen für neue Ideen, aber das klingt schon sehr speziell. Ich bekomme da so düstere Skyrim-Horror-Vibes, also wie du auch gemeint hast, so Dark Souls-esk. Es kann fantastisch werden, aber es kann auch wieder eine leichte Abkehr von der Serie bedeuten, also wie wir es mit Resident Evil 4 erlebt haben. Resident Evil 8 soll nämlich auch deutlich actiongeladener werden als Teil 7, also in manchen Teilen eher Richtung Not a Hero, was auch viele feiern könnten, aber ja, ich persönlich muss da erstmal selbst Hand anlegen oder zumindest einen Trailer gesehen haben. Bis dahin dauert es aber auch auf jeden Fall noch eine ganze Ecke. Vor 2021 rechne ich nicht damit. Und auch wenn die Infos erstmal merkwürdig sind, bis zum Release eines Spiels kann sich auch noch jede Menge ändern. Apropos ändern. Wurde Resident Evil 8 jetzt nicht eigentlich mehrfach neu gestartet? Ich habe da irgendwie sowas gehört. War da nicht auch so ein Gerücht, was da irgendwie die Runde gemacht hat? Nein, also soweit mir bekannt ist, ist das Spiel ganz normal in Entwicklung. Der Director ist auch schon länger bei Capcom, hat bisher aber nur bei einem Spiel Regie geführt, was auch schon ein bisschen länger her ist, und war die letzten Jahre hauptsächlich als ausführender Produzent hinter den Kulissen tätig. Wer hier ein bisschen recherchiert und 1 plus 1 zusammenzählt, dürfte auch sehr schnell fündig werden. Jetzt hast du aber eine Sache ausgelassen. Und zwar in den Leaks auf Biohazard Declassified heißt es, dass Chris Redfield in irgendeiner Form wieder zurückkehren wird. Wie soll denn diese Form ganz genau aussehen? Ja, Chris, ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen oder irgendwelche Spoiler verbreiten und deshalb werde ich dazu nichts konkret sagen. Aber wenn ihr das Outro anschaut, dann lasse ich euch einen kleinen Hinweis da, welche Rolle Chris Redfield in Resident Evil 8 zugedacht ist. Glaubt es oder glaubt es nicht, spätestens beim ersten Trailer oder zum Release des Spiels kommt es dann sowieso ans Licht. Bis dahin freut euch auf Resident Evil 3, bleibt dran, wir werden ja immer neue Infos dazu bringen hier auf dem Kanal. Viel Spaß beim Zocken, bleibt uns treu und ich sehe euch im nächsten Video. Mia, you made it. I'm glad. Did I? Maybe this is where the next door opens. Okay, Ethan, Andy. Die Zombie-Ritter hast du abgewehrt und der Hexe bist du auch entkommen. Aber denkst du nicht, dass da noch viel schlimmere Gegner da draußen auf dich warten? Quark. Egal, was mir entgegengeworfen wird, ich bin darauf vorbereitet. Nein. Das kann nicht sein. Warum du?